Im Fokus der Tugendethik steht die Persönlichkeit des Handelnden, genauer seine Tugenden. Was man unter Tugenden versteht, welche Tugenden man unterscheiden kann und welche Stärken und Schwächen die Tugendethik hat, erfährst du in diesem Video. Tugendethik bezeichnet eine Klasse ethischer Theorien, in deren Mittelpunkt die menschliche Tugend steht. Im Zentrum der moralischen Beurteilung steht die Persönlichkeit des Menschen, seine Seelenverfassung, sein Gemütszustand, sein Charakter, seine Haltung. Neben der deontologischen und der konsequenzialistischen Ethik ist die Tugendethik einer der 3 wichtigsten Ansätze der normativen Ethik. Im Unterschied zur Deontologie und zum Konsequenzialismus betont die Tugendethik die zentrale Bedeutung der Tugend für moralisches Handeln. Sie betrachtet die einzelne handelnde Person und fragt danach, welche Eigenschaften, Haltungen und Fähigkeiten sie haben sollte, um gut handeln zu können. Neben Tugenden und Lastern spielen in der Tugendethik auch Erziehung, praktische Weisheit, Freundschaft, Familie und Glück eine wichtige Rolle. Im Zentrum steht die Frage, welche Art von Menschen wir sein und wie wir leben sollten. Ziel ist das Ideal der Selbsterziehung zu einer menschlich vortrefflichen Persönlichkeit. Es geht darum, ein tugendhafter, ein guter Mensch zu werden. Die Tugendethik ist der früheste moralphilosophische Ansatz der westlichen Philosophie. Ihren Höhepunkt und ihre größte Wirkmacht hatte sie in der Antike und im Mittelalter. Im Westen geht die Tugendethik auf den griechischen Philosophen Platon und seinen Schüler Aristoteles zurück. Im Osten gelten der chinesische Philosoph Konfuzius und sein Schüler Mengzi als Gründerväter der Tugendethik. Weitere Vertreter einer Tugendethik sind die Stoiker Thomas von Aquin, Max Scheler, Nikolai Hartmann, Elizabeth Escombe und Bernard Williams. Während die Tugendethik in Antike und Mittelalter die dominierende Moralphilosophie war, geriet sie in Neuzeit und Moderne weitgehend in Vergessenheit, erlebt aber seit den 1950er Jahren ein Comeback. In Abgrenzung zu deontologischen und konsequenzialistischen Theorien entwickeln einige Autoren, vor allem im Anschluss an Aristoteles, moderne tugendethische Gegenentwürfe. Die Tugendethiker Philippa Foot, Alistair MacIntyre, Rosalind Hursthouse und Martha Nussbaum vertreten explizit einen modernen Aristotelismus und werden daher Neo-Aristoteliker genannt. Aber was sind Tugenden überhaupt? Tugenden sind bestimmte gute Charaktereigenschaften, die das menschliche Denken, Handeln und Fühlen bestimmen. Tugend wird verstanden als feste Veranlagung, als dauerhafte Haltung, die unmittelbar zum Charakter der Person gehört. Gemeint ist die charakterliche Disposition des Menschen, seine Seelenverfassung, sein Gemütszustand, sein Charakter, seine Haltung. Tugenden befähigen ihren Besitzer dazu, auf eine bestimmte Weise zu denken, zu fühlen, zu wünschen, zu wählen, zu handeln und zu reagieren. Sie zeigen sich in einem typischen, stabilen, guten Verhalten. Bestimmte Tugenden zu besitzen bedeutet, eine bestimmte Art von Mensch zu sein, beispielsweise ein gerechter, bescheidener, besonnener Mensch. Es gibt unterschiedliche Auffassungen darüber, wie Tugenden entstehen. Häufig werden Tugenden als stabile charakterliche Dispositionen verstanden, die auf einer natürlichen Veranlagung beruhen und sich durch Gewöhnung, Einübung, Erziehung und Einsicht verfestigen. Das Gegenteil von Tugenden sind Untugenden oder Laster. Diese führen zu einem moralisch falschen, schlechten Handeln. Ein lasterhafter Mensch ist ein schlechter Mensch, beispielsweise ein ungerechter, arroganter, leichtsinniger Mensch. Der griechische Philosoph Platon unterscheidet in der Antike 4 besonders wichtige Tugenden, die später Kardinaltugenden genannt werden. Diese 4 Tugenden sind Weisheit, Besonnenheit, Tapferkeit und Gerechtigkeit. Sein Schüler Aristoteles unterscheidet weitere Tugenden, die er als individuelle Mitte zwischen 2 schlechten Extremen definiert. Die Tugend der Klugheit hilft beim Finden der richtigen Mitte. Die Stoiker, das Judentum und der römische Philosoph Cicero übernehmen die 4 Grundtugenden von Platon. Der christliche Apostel Paulus ergänzt die platonischen Tugenden um die 3 theologischen Tugenden Glaube, Liebe und Hoffnung. Den 7 christlichen Tugenden stellt man später die 7 Todsünden entgegen.
Andere Religionen entwickeln andere Tugendkataloge. Im Buddhismus sind die 4 wichtigsten Tugenden Güte, Mitleid, Mitfreude und Gleichmut. Im Hinduismus Gewaltlosigkeit, Wahrhaftigkeit, Nicht-Stehlen, Enthaltsamkeit, Reinheit und Genügsamkeit. Im Konfuzianismus Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Sitte, Wissen und Wahrhaftigkeit. Im Islam finden wir unterschiedliche Tugendkataloge, welche auf den klassischen Kardinaltugenden aufbauen. Besonders Geduld und Dankbarkeit sind wichtige Tugenden im Islam. Neben den Kardinaltugenden gibt es viele weitere Tugenden, zum Beispiel Achtsamkeit, Bescheidenheit, Disziplin, Geduld, Großzügigkeit, Hilfsbereitschaft, Höflichkeit, Loyalität, Pünktlichkeit, Solidarität, Toleranz oder Zuverlässigkeit. Tugenden können sich je nach Kultur, sozialer Gruppe oder individueller Auffassung unterscheiden und im Laufe der Zeit verändern. Neuere Tugenden sind beispielsweise Solidarität, Toleranz und Achtsamkeit. Die Tugendethik behauptet, dass moralisch richtiges Handeln durch die Ausbildung, Einübung und Verinnerlichung von Tugenden entsteht. Tugenden leiten laut dieser Auffassung das Handeln eines Menschen und befähigen ihn dazu, das Gute, das moralisch Richtige zu tun. Vollkommen tugendhafte Menschen tun, was sie tun sollten, ohne gegen gegenteilige Wünsche ankämpfen zu müssen. Sie handeln freiwillig und gerne gut. Tugendethiken konzentrieren sich bei der moralischen Beurteilung auf die Motivation menschlichen Handelns. Die tatsächlichen Handlungen oder die herbeigeführten Konsequenzen spielen nur eine sekundäre Rolle, etwa indem sie Hinweise auf die fraglichen Tugenden liefern. Eine aufrichtige Person wird normalerweise keine Lügen erzählen. Eine tapfere Person rennt in einer gefährlichen Situation nicht sofort weg. Eine besonnene Person bleibt ruhig, wenn sie provoziert wird. Doch selbst wenn gewisse Tugenden nicht die entsprechenden erwarteten Handlungen und Folgen nach sich ziehen, bleibt das moralische Urteil des Tugendethikers unverändert. Ihm geht es in erster Linie um den Charakter des Menschen, nicht um konkrete Handlungen oder Konsequenzen. Dementsprechend formulieren Tugendethiker keine konkreten Handlungsvorgaben oder Pflichten. Auch eine aufrichtige Person kann aus Höflichkeit lügen, auch eine tapfere Person kann in Lebensgefahr weglaufen, auch eine besonnene Person kann sich wehren, wenn sie angegriffen wird. Ein Tugendethiker kann von einem guten oder schlechten Menschen sprechen, ohne sich auf dessen Handlungen und Werke zu beziehen. Es geht ihm um den Charakter des Menschen, nicht um sein konkretes Handeln und dessen Folgen. Tugenden werden um ihrer selbst willen geschätzt, sie sind moralischer Selbstzweck. Der Fokus der Tugendethik liegt daher auf der Charakterbildung. Laut Tugendethik müssen wir ständig daran arbeiten, wer wir sind und wie wir uns verhalten. Erziehung und Gewöhnung begünstigen die Ausbildung von Tugenden und ermöglichen es uns, ein guter, ein tugendhafter Mensch zu werden. Da Tugenden als Wert an sich und somit als Bestandteil des guten Lebens aufgefasst werden, bedeutet die Verwirklichung der Tugenden gleichzeitig Selbstverwirklichung und Glück. Der Begriff der Eudaimonia, eines glücklichen und gelungenen Lebens, spielt in vielen Tugendethiken eine zentrale Rolle. Die Tugendethik legt den Fokus auf die Entwicklung guter Charakterzüge. Tugenden wie Mut, Weisheit, Gerechtigkeit und Besonnenheit werden als zentrale Elemente eines guten Lebens betrachtet. Die Charakterbildung, verstanden als kontinuierliche Entwicklung von Tugenden, wird als lebenslange Praxis aufgefasst, welche zu einer stetigen moralischen Verbesserung führt. Durch diese Sichtweise eröffnet die Tugendethik eine langfristige Perspektive auf Ethik, welche über einzelne Handlungen und kurzfristige Konsequenzen hinausgeht. Es geht in der Tugendethik nicht darum, durch das Einhalten bestimmter Regeln und die Berücksichtigung möglicher Konsequenzen ein Mindestmaß an moralischem Verhalten zu erreichen, sondern die moralische Exzellenz und das gute Leben zu fördern. Tugenden sind nicht nur moralische Ideale, sondern notwendig für eine erfüllte menschliche Existenz. Indem die Tugendethik nicht nur auf einzelne Handlungen, sondern auf das gesamte Leben und den Charakter eines Menschen blickt, bietet sie einen holistischen, ganzheitlichen Ansatz. Nicht einzelne Entscheidungen, sondern das gesamte moralische Leben eines Individuums wird bewertet.
Die Tugendethik betont die Bedeutung der Intention und der Motivation hinter Handlungen, was zu einer tieferen moralischen Reflexion führt. Auch Emotionen werden als Komponenten moralischen Verhaltens berücksichtigt. Eine Handlung wird nicht nur danach bewertet, ob sie bestimmten Regeln folgt oder positive Konsequenzen hat, sondern durch die Persönlichkeit, die Tugendhaftigkeit des Handelnden. Die Konzentration auf Tugenden bietet mehr Flexibilität in komplexen Situationen, wo starre Regeln oder die Berücksichtigung möglicher Konsequenzen unzureichend sein könnten. Ein tugendhafter Mensch kann in verschiedenen Situationen unterschiedlich handeln. Viele Tugenden wie Tapferkeit, Ehrlichkeit und Freundlichkeit sind in verschiedenen Kulturen und historischen Kontexten anerkannt, was der Tugendethik eine gewisse Universalität verleiht. Es ist umstritten, ob reine Tugendethiken Moral ausreichend begründen können. Neben der charakterlichen Disposition einer Person scheinen auch ihre Handlungen und deren Konsequenzen eine Rolle zu spielen. Es ist kontraintuitiv, nur die Charaktereigenschaften von Personen und nicht die Handlung selbst zu bewerten. Eine tugendhafte Person könnte eine Handlung ausführen, die gegen anerkannte Regeln verstößt oder negative Folgen hat. Auch kann die Tugendethik bei konkreten Fragen wie beispielsweise nach der Legitimität von Abtreibung oder Sterbehilfe keine befriedigenden Antworten geben. Sie liefert keine konkreten Handlungsanweisungen, was es schwierig macht, spezifische moralische Dilemmata zu lösen. In einer Notfallsituation könnte unklar sein, welche Tugend oder Kombination von Tugenden angewendet werden sollte. Zudem erfordert die Charakterentwicklung hin zum Ideal eines tugendhaften Menschen viel Zeit. In Situationen, die sofortige Entscheidungen verlangen, fehlt die Zeit, die entsprechenden Tugenden zu entwickeln oder zu überdenken, welche Tugenden zum richtigen Handeln führen. Grundlegende moralische Regeln oder eine Abwägung möglicher Folgen sind in solchen Situationen praktikabler. Zudem sind für die Ausbildung von Tugenden eine umfassende Erziehung und soziale Strukturen erforderlich, die nicht immer vorhanden sind oder allen zugänglich gemacht werden können. In Gesellschaften mit Bildungsungleichheit oder sozialen Ungerechtigkeiten ist die Förderung von Tugenden nicht für alle Menschen gleichermaßen möglich. Es ist schwierig, die Moralität einer Handlung zu beurteilen, wenn die Motivation oder der Charakter des Handelnden unbekannt ist. Der wahre Charakter einer Person kann nur schwer ermittelt und bestenfalls indirekt aus ihren Handlungen abgeleitet werden. Eine Handlung, die als tugendhaft erscheint, könnte aus weniger tugendhaften Motiven begangen worden sein. Man kann nicht sicher sein, ob ein Handeln aus Tugend oder aus anderen Gründen erfolgt. Verschiedene Tugenden können in Konflikt miteinander geraten und zu anderen Handlungen führen, beispielsweise die Tugend der Ehrlichkeit und die Tugend der Höflichkeit. Wenn Ehrlichkeit bedeutet, unhöflich zu sein und jemanden zu verletzen, wie kann man dann zwischen diesen beiden Tugenden wählen? Zuletzt gibt es keine übereinstimmende Antwort auf die Frage, was eine tugendhafte Person ist und ausmacht. Wie wir gesehen haben, gibt es in verschiedenen Kulturen, Religionen, Gesellschaften und Gruppen unterschiedliche Tugendkataloge. Tugenden, die in einer Kultur, Religion, Gesellschaft oder Gruppe als positiv gelten, können in einer anderen als irrelevant oder sogar negativ angesehen werden. Auch einzelne Personen können Tugenden unterschiedlich definieren und bewerten. Was eine Person als mutig betrachtet, könnte eine andere als unvorsichtig bewerten. Überzeugt dich die Tugendethik? Welche Tugenden hältst du persönlich für besonders wichtig? Schreibe deine Meinung sehr gerne unten in die Kommentare. Mit dem Quizlet-Lernset Aristoteles-Mesotes-Lehre kannst du dein Wissen jetzt erweitern. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!